Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese märchenhafte Tunika für euch entworfen und gehäkelt. Ich habe sie als Raglan von oben gehäkelt. Das Oberteil und der obere Teil der Ärmel bestehen aus überkreuzten Stäbchen und sind schnell gehäkelt. Über das figurschmeichelnde Unterteil ranken sich zahlreiche kleine Noppenzöpfchen, die ein bisschen Geduld erfordern. Besondere Highlights bilden die filigranen Ärmelbündchen und der mit Holzperlen verzierte Ausschnitt. Ich habe 2 Bobbel von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei verwendet. Den ersten Bobbel habe ich von rosarot über lila nach hellgrau verarbeitet und den zweiten Bobbel von hellgrau über lila nach rosarot. Also wenn der erste Bobbel aufgebraucht ist, einfach mit der gleichen Farbe weitermachen, mit der ihr geendet habt. Die verwendeten Bobbel werden im Anfangsbereich des Videos vorgestellt. Informationen zum Verbrauch von Größe 36 bis 50 findet ihr auf der Materialseite, ebenfalls im Anfangsbereich des Videos. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese märchenhafte Tunika habe ich 2 vierfädige, entgegengesetzt gewickelte Bobbel mit dem Namen Amaryllis von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei verwendet. Ich habe den ersten Bobbel von rosa nach hellgrau verarbeitet und den zweiten Bobbel von hellgrau nach rosa. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbel zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden oder wenn gewünscht auch mit Alpaka-Faden in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen mit dem Bobbel, der innen rosarot ist. Ich häkle eine Anfangsschlinge und ich häkle die Anschlagskette mit einer Häkelnadel Nummer 3 und steige später auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Ich häkle zunächst 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten, steche ein, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die anderen 2. Ich steche in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die anderen 2. Ich steche in den Querfaden ein, das ist nur ein Faden, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen,
Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 gemacht. Ich mache eine Kette, die ungefähr 65 cm hat. Wir brauchen eine Maschenzahl teilbar durch 12 plus 4. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen hin. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 124 feste Maschen angeschlagen. Das sind ungefähr 67 bis 68 cm. Es kommt hier nicht auf ein paar Zentimeter mehr oder weniger an, aber nehmt im Zweifel lieber etwas mehr, denn wir können den Ausschnitt am Ende einhalten. Größer machen können wir ihn nicht. Ich achte darauf, dass die Kette sich nicht verdreht. Die schönen Maschen sind im Moment unten und ich schließe zur Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, in den Kopf der Masche. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um. Ich starte mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und ich häkle in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Jetzt folgen Zweiergruppen bestehend aus überkreuzten Stäbchen. Für meine Maschenanzahl brauche ich 10. Die anderen Einteilungen stehen oben in der Ecke. Ihr wisst eure Maschenzahl, die ihr angeschlagen habt, und die entsprechende Zahl an überkreuzten Gruppen steht oben in der Ecke. Und zwar wir häkeln ein Stäbchen in die zweite Masche, die kommt, das heißt wir lassen eine Masche aus, häkeln ein Stäbchen und häkeln ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Immer eins auslassen. Hier müsst ihr genau schauen. Diese Masche ist bereits besetzt. Diese nicht noch einmal verwenden. Immer die nächste auslassen und in die übernächste ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Ich mache meine Anzahl Gruppen und ihr macht eure Anzahl und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe gehäkelt hier die halbe Ecke und dann 10 mal überkreuzte Stäbchen. Ihr habt eure Anzahl an Gruppen. Jetzt in die nächste Masche, die nächste freie Masche häkeln wir eine Ecke, die besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche noch einmal 2 Stäbchen. Jetzt folgt die doppelte Anzahl an Gruppen, die wir vorhin gemacht haben. Bei mir sind es 20. Also 20 mal überkreuzte Stäbchen. Ihr schaut wieder oben nach, welche Zahl ihr braucht, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl überkreuzte Gruppen gehäkelt
Und jetzt folgt wieder eine Ecke, die besteht aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, alles in eine Masche. Und dann folgt dieselbe Anzahl überkreuzte Gruppen wie im ersten Abschnitt. Bei mir sind es 10 und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahlgruppen gehäkelt. Es folgt wieder eine Ecke in die nächste Masche. Wir häkeln 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgt dieselbe Anzahl an Gruppen wie im zweiten Abschnitt. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahlgruppen gehäkelt. Am Ende fehlt uns noch eine halbe Ecke. Die häkle ich in diese kleine Masche, wo die 3 Luftmaschen herauskommen, nämlich 2 Stäbchen. Und ich schließe mit einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und es muss die 3. Luftmasche sein. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier die Ärmel. Hier ist das Rückenteil und hier das Vorderteil oder umgekehrt, wie ihr es haben wollt. Das spielt keine Rolle. Und jetzt wiederholen wir im Prinzip immer dieselbe Reihe. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und dann häkeln wir ein Stäbchen in die Lücke. Das ist wieder eine halbe Ecke. Und über die 2 zugenommenen Stäbchen der Vorrunde können wir wieder überkreuzte Stäbchen bilden. Das heißt, wir beginnen sofort mit den Zweiergruppen. Und dadurch erhalten wir pro Kante immer 2 Grüppchen mehr. Und dann häkeln wir über jeder vorhandenen Zweiergruppe wieder eine Zweiergruppe bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch vor der Ecke haben wir 2 Stäbchen, die wir in der Vorrunde zugenommen haben. Auch hier häkeln wir eine Zweiergruppe aus 2 überkreuzten Stäbchen und dann häkeln wir die Ecke mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und starten sofort wieder mit den Zweiergruppen. Hier über diesen zugenommenen Stäbchen aus der Vorreihe beginnen wir. Und wir häkeln bis zur nächsten Ecke und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei der Ecke angekommen. Wir häkeln Zweiergruppen bis zur Lücke hin. Dann die Ecke, die ist immer gleich mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke und sofort nach der Lücke starten wir wieder mit den Zweiergruppen und bei der nächsten Ecke sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe bis zur Lücke hin überkreuzte Stäbchen gehäkelt. Ich häkle die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, starte sofort wieder mit den überkreuzten Stäbchen, häkle alle vorhandenen Gruppen ab und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch am Ende der Runde bis zur Lücke hin überkreuzte Stäbchen gehäkelt. Wir brauchen am Ende der Runde 2 Stäbchen in die Lücke. Das ist ganz wichtig, die dürfen wir nicht vergessen. Und wir schließen mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir wiederholen jetzt diese zweite Runde. Die bleibt im Prinzip immer gleich, nur dass pro Kante immer 2 Gruppen dazukommen. Das kommt durch die Zunahmen in der Ecke und wir machen das so lange, bis diese lange Seite das angegebene Maß erreicht hat. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe sieht in der Zwischenzeit so aus. Ich habe hier für die Größe 40-42 circa 56 cm Breite, und zwar legt euch das eher eng hin, auf keinen Fall gedehnt messen. Und wichtig ist auch die Passenhöhe, das ist dieses Stück hier, die ist bei mir im Moment 19 cm. Ich schreibe euch entsprechende Maße für eure Größe oben in die Ecke und achtet darauf, dass es nicht weniger ist als oben angegeben. Im Zweifel lieber 1-2 Reihen noch dran häkeln, bevor wir die Ärmel abteilen. Und jetzt teilen wir die Ärmel ab. Ich starte mit 3 Luftmaschen und häkle noch ein Stäbchen in die Lücke. Dann lasse ich den Ärmelteil aus, nehme mir die nächste Ecke, häkle 2 Stäbchen in die Lücke und dann häkle ich überkreuzte Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der nächsten Ecke angekommen. Ich habe bis zur Lücke überkreuzte Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen in die Lücke, überspringe wieder den Ärmelteil, suche mir die nächste Ecke, häkle auch hier 2 Stäbchen in die Lücke und dann häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen bis zum runden Ende und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier seht ihr die 2 Stäbchen, die wir ganz am Anfang in diese Lücke gehäkelt haben. Wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ganz wichtig ist, dass wir auf beiden Seiten gleich viele Gruppen haben, sodass wir insgesamt über die ganze Runde
eine gerade Anzahl an Gruppen haben. Das müsste ganz automatisch der Fall sein. Sollte das bei euch anders sein, müsst ihr das unter dem Arm ausgleichen, indem ihr 2 Stäbchen mehr oder weniger häkelt. Wir häkeln noch eine Runde mit überkreuzten Stäbchen. Dazu müssen wir jetzt zunächst eine weitere Kettmasche ins nächste Stäbchen häkeln, dann 3 Luftmaschen und dann ein Stäbchen in diese kleine Masche. Also rückwärts in diese kleine Masche müssen wir noch ein Stäbchen häkeln, so dass wir auch hier am Anfang überkreuzte Stäbchen haben. Und dann springen wir von Gruppe zu Gruppe. Es sind immer Zweiergruppen, auch hier in den Lücken sind es immer 2 Stäbchen und häkeln über die ganze Runde drüber noch einmal überkreuzte Stäbchen. Ich mache es zunächst bis zum Armloch hinüber und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem anderen Arm angekommen. Auch hier über diese zugenommenen Stäbchen häkeln wir überkreuzte Stäbchen. Und dann wieder über die vorhandenen Gruppen neue Gruppen häkeln und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich häkle wieder eine Kettmasche ins nächste Stäbchen, dann 3 Luftmaschen und dann ein Stäbchen in diese kleine Masche, die davor liegt. Und jetzt werden wir das Muster erweitern. Jetzt häkle ich zwischen die beiden Gruppen hinein eine Dreiernoppe. Ich hole einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durch. Die Schlaufen nicht zu klein machen, so dass ihr mit dem Faden gut durchkommt. 2 bleiben auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Dann häkeln wir 2 mal 2 überkreuzte Stäbchen auf die nächsten beiden Gruppen. Und jetzt häkle ich wieder in die Lücke zwischen den Gruppen eine Dreiernoppe. Zweimal überkreuzte Stäbchen. Und in die Lücke zwischen den Gruppen eine Dreiernoppe. Hier die Noppe etwas nach rechts schieben, damit ihr den Maschenkopf gut seht. 2 überkreuzte Gruppen. Und in die Lücke, die darauf folgt, eine Dreiernoppe.
Das Ganze sieht so aus. Wir haben am Anfang eine Gruppe, da kommt die zweite am Ende der Runde hinzu, dann eine Noppe, zweimal überkreuzte Gruppen, eine Noppe, zweimal überkreuzte Gruppen, eine Noppe, zweimal überkreuzte Gruppen, eine Noppe, und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier habe ich die letzte Noppe gehäkelt, dann 2 Gruppen. Eine Gruppe muss am Ende der Reihe jetzt noch übrig sein. Da häkeln wir in die Lücke noch eine Noppe. Dann noch eine überkreuzte Gruppe. Das ist jetzt die zweite, die hier dazu kommt. So haben wir auch hier zwischen den Noppen wieder 2 Gruppen. Und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde. Wir häkeln eine Kettmasche ins nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen und häkeln ein Stäbchen in diese kleine Masche. Und jetzt kommt schon die erste Noppe und ab jetzt machen wir es so. Wir holen einen Umschlag, wir stechen nicht in den Kopf der Noppe, sondern um die Noppe herum, vor der Noppe hinein und hinter der Noppe heraus, sodass die Noppe auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, wir holen den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag und ein drittes Mal. Wir maschen alle gemeinsam ab, bis auf 2 und dann die letzten 2. Dann wieder 2 überkreuzte Stäbchen. Hier die Noppe zur Seite schieben, dann seht ihr den Maschenkopf. Noch einmal 2 überkreuzte Stäbchen. Und wieder eine Noppe um die Noppe der Vorreihe herum. Wir holen den Faden einmal durch, den Faden ein zweites Mal durch und ein drittes Mal. Auch hier die Fäden nicht zu kurz ziehen, sonst kommt ihr mit der Nadel nicht durch. Alle abmaschen bis auf 2 und dann die restlichen 2. 2 überkreuzte Stäbchen. Noch einmal 2 überkreuzte Stäbchen. Und eine Dreiernoppe um die Noppe, die aus der Vorrunde vorhanden ist. Das Ganze sieht so aus. Die Noppen treten jetzt deutlich hervor, so als ob sie auf der Häkelarbeit liegen würden. Und das machen wir die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Jede Runde endet mit einer Noppe. Und einer überkreuzten Gruppe. Dann schließen wir in die dritte Luftmasche zur Runde und häkeln eine weitere Kettmasche ins nächste Stäbchen und dann können wir wieder mit einer überkreuzten Gruppe
beginnen. Und dann folgt schon wieder eine Noppe. Und alle Reihen sind jetzt absolut identisch mit der, die wir gerade gemacht haben. Und ich werde die Tonika circa 65 cm lang machen, vom obersten Punkt gerade hinunter gemessen. Ihr könnt sie natürlich auch kürzer oder länger machen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Tunika hat inzwischen eine Gesamtlänge von ca. 65 cm erreicht. Am Ende habe ich eine Luftmasche gehäkelt, den Faden abgeschnitten und durchgezogen. Im nächsten Schritt werde ich einen Ärmel vorbereiten und dann machen wir den zweiten Ärmel gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Tunika. Hier schauen wir genau, wo die Passe aufhört. Hier ist die letzte Ecke der Passe, auch auf der Rückseite muss das so sein. Und wir stechen durch diese Ecken durch beide Teile durch. Wir holen den Faden durch. Wir machen einen Knoten. Wir stechen noch einmal durch beide Lücken durch, holen den Faden durch und häkeln 3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen, und dann häkeln wir lauter überkreuzte Stäbchen, so wie bei der Passe. Die ersten beiden kommen auf diese zugenommenen Stäbchen. Und dann häkeln wir auf alle vorhandenen Zweiergruppen wieder 2 überkreuzte Stäbchen, bis wir wieder hier ankommen unter dem Arm, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Das letzte Grüppchen häkle ich auf diese 2 Stäbchen, die sich hier in der Ecke befinden. Und dann schließe ich in die dritte Luftmasche dieses Ersatzstäbchens, das wir am Anfang gemacht haben, zur Runde. Ich häkle wieder 3 Luftmaschen und häkle wieder auf jede vorhandene Gruppe 2 überkreuzte Stäbchen, und wir häkeln rundherum, und dann zeige ich euch noch einmal den runden Übergang. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde, häkle 3 Luftmaschen und starte wieder mit den überkreuzten Gruppen. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir, bis der Ärmel circa 18 bis 20 cm Länge hat. Er sollte bis zum Ellbogen oder knapp darüber reichen, und zwar von hier gemessen, wo wir den Ärmel begonnen haben.
Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel circa bis zum Ellenbogen hinunter gehäkelt. Jetzt reduzieren wir die Maschenzahl. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen, und jetzt häkle ich über jeder Gruppe 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, wir häkeln 2 nicht ganz fertige Stäbchen und maschen alle Schlaufen gemeinsam ab. Über jede Zweiergruppe häkeln wir 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier schließen wir in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens und jetzt häkeln wir eine Runde Stäbchen. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und ich häkle in jeden Maschenkopf ein Stäbchen, und in dieser Reihe achte ich darauf, dass ich auf eine Stäbchenanzahl komme, die durch 3 teilbar ist. Wenn sich das nicht genau ausgeht, dann macht ihr einfach 1 oder 2 Mal in einen Maschenkopf 2 Stäbchen. Am Ende der Runde brauchen wir eine Stäbchenanzahl, die durch 3 teilbar ist. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe zum Beispiel 45 Stäbchen erhalten. Das kann bei euch natürlich ein bisschen anders sein. Wichtig ist, dass die Zahl durch 3 teilbar ist. Wir schließen wieder in die 3. Luftmasche zur Runde. Wir häkeln 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, 2 Stäbchen dazu. Wir lassen 2 Maschenköpfe aus. Hier genau schauen. Dieser Maschenkopf ist nicht so schön, aber trotzdem müssen wir ihn mitzählen. 2 auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, zwei Maschen auslassen und in jede 3. Masche häkeln wir eine Dreiergruppe bestehend aus 3 Stäbchen, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Am Ende müssen 2 Maschenköpfe übrig sein, die überspringen wir und schließen mit einer Kettmasche in die 3. Luftmasche, und wir häkeln eine weitere Kettmasche ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe. Jetzt häkeln wir zunächst 3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen, und eine weitere Luftmasche für den Abstand, und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 4 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. Somit ist ein V entstanden, und wir häkeln jetzt immer in die Mitte der Dreiergruppe ein V, und ein V besteht aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem weiteren Stäbchen in dieselbe Masche. Immer in die Mitte der Gruppe ein Stäbchen, eine Luftmasche
und noch ein Stäbchen. Zur nächsten Gruppe springen, in die Mitte hinein, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Das sieht so aus und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Hier muss eine Luftmasche übrig bleiben, damit auch hier ein V entsteht. Wir häkeln eine Kettmasche in die Lücke. Die beiden Musterreihen, die wir gerade gemacht haben, werden jetzt wiederholt. Ich zeige euch beide Reihen ein weiteres Mal. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen ins V. Und dann springen wir von V zu V und häkeln immer 3 Stäbchen in jedes V hinein. Wir springen also von V zu V und häkeln eine Dreiergruppe. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen. Wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde und häkeln eine weitere Kettmasche ins mittlere Stäbchen. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen und einem Stäbchen ins mittlere Stäbchen und wir springen von Dreiergruppe zu Dreiergruppe und häkeln ins mittlere Stäbchen ein V. Das besteht aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die zweite Musterreihe schließen wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, sodass hier noch eine Luftmasche übrig bleibt. Und wir häkeln eine weitere Kettmasche in die Lücke und dann können wir wieder mit der ersten Musterreihe weitermachen. Und diese 2 Reihen wiederholen wir, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Ich mache ihn insgesamt ungefähr 40 cm lang, das kann bei euch aber auch ein bisschen anders sein. Am besten macht ihr eine Anprobe und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann sehen wir uns wieder, wenn wir den Ausschnitt noch bearbeiten. Willkommen zurück, ich habe den Ärmel beendet. Ich habe mit einer Reihe mit Dreiergruppen geendet. Am Ende habe ich eine Luftmasche gemacht, den Faden abgeschnitten und durchgezogen. Für den Halsausschnitt befinden wir uns ebenfalls auf der schönen Seite und ich beginne hier bei einem Ärmelabschnitt in der Mitte ungefähr, steche ich ein und ihr dürft hier etwas tiefer einstechen. Hier sind schöne Einstichstellen zu sehen. Wir machen einen Knoten. Ich steche in dieselbe Masche noch einmal ein, wo der Faden drin ist, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen und häkle dann in jede
vorhandene Einstichstelle ein Stäbchen und wie gesagt, ich steche hier etwas tiefer ein und ich häkle bis zur Ecke und zwar höre ich 2 Stäbchen oder 2 Maschen vor der Ecke auf. 1, 2, hier ist die Ecke und hier über diese 1, 2, 3, 4, 5 Maschen häkeln wir 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, wir häkeln immer ein halbfertiges Stäbchen in jede Masche. Das Ganze 5 Mal. Wir haben 6 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle zusammen ab. Dann häkeln wir wieder Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Ecke angekommen. Hier habe ich noch 2 Maschen bis zur Ecke, die ist genau in der Mitte und danach noch 2 Maschen und über diese 5 Maschen häkeln wir 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und das machen wir bei allen Ecken gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ihr seht hier die schönen Ecken, die entstanden sind und ich schließe die Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Ich häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt, eine feste Masche und ich häkle feste Maschen bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und ich höre jetzt eine Masche vor der Ecke auf. Hier diese mittlere, größere Masche ist die Ecke und wir häkeln 3 zusammen abgemaschte feste Maschen. Wir stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, stechen in die mittlere Masche ein, holen den Faden durch und dann in die dritte Masche. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und wir häkeln bis zur nächsten Ecke und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich habe wieder eine Masche vor der Ecke aufgehört, die größere Masche ist in der Mitte und wir häkeln 3 zusammen abgemaschte feste Maschen und dann wieder feste Maschen bis zur nächsten Ecke und wir machen alle Ecken genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, diese Runde schließen wir mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche und der Ausschnitt ist jetzt schon deutlich kleiner geworden. Ihr müsst jetzt anprobieren und wenn er noch kleiner werden soll, könnt ihr diese Reihe mit den festen Maschen noch 1, 2, 3 Mal wiederholen, bis der Ausschnitt die gewünschte Größe erreicht hat und dann sehen wir uns noch einmal wieder.
Willkommen zurück. Ich habe noch eine Reihe fester Maschen gemacht. Bei mir ist der Ausschnitt jetzt genau richtig. Ich habe am Ende eine Luftmasche gehäkelt und circa 1 Meter Faden dran gelassen. Damit können wir die Perlen aufnähen. Zunächst steche ich auf der Innenseite hinunter bis zur Stäbchenreihe. Steche zwischen 2 Stäbchen heraus, sodass wir uns wieder auf der schönen Seite befinden, und dann steche ich einmal hinunter und einmal herauf, fädle eine Perle ein und die liegt dann auf dem nächsten Stäbchen. Da stechen wir wieder hinunter, herauf, hinunter, herauf. Sodass die Perle schön auf einem Stäbchen drauf liegt, und holen uns wieder eine Perle stechen wieder hinunter, herauf, hinunter, herauf. Und so machen wir das einmal rundherum. Am Ende müsst ihr schauen, wie es sich ausgeht. Einfach einmal am Ende einen größeren oder kleineren Abstand machen und dann am Ende den Faden gut vernähen und auch alle anderen Fäden vernähen, und dann ist unsere Tunika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser märchenhaften Tunika, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.